Hallo und herzlich willkommen. Bei Bike Ergonomics zeigen wir dir heute, wie du beim Indoor-Cycling richtig viel Spaß hast. Es ist kalt, es ist nass, es ist dunkel. Im Winter macht Radfahren draußen nicht wirklich viel Spaß. Mit Indoor-Cycling kannst du dich hervorragend fit halten und diese beiden haben genau dafür die besten Tipps auf Lager. Madeleine ist ehemalige Bundesliga-Rennradfahrerin und leitet Indoor-Cycling-Kurse im Koblenzer Fitnessstudio Dani, wo wir heute zu Gast sind. An ihrer Seite Dr. Kim Tufaute und der weiß als Ergonomiespezialist und ehemaliger Mountainbike-Profi auch ziemlich gut, worauf es beim Indoor-Cycling ankommt. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute dabei seid. Hallo. Hallo zusammen. Madeleine, warum ist es eine sehr gute Idee, Indoor-Cycling einfach mal auszuprobieren? Wie du eben schon angesprochen hast, im Winter sind die Wetterbedingungen meist eher bescheiden. Bei den Indoor-Cycling-Kursen habe ich die Möglichkeit, meine Ausdauer im Warmen und drinnen perfekt zu schulen. Kim, du bist ja Co-Autor des Trainingsbuches Indoor-Cycling. Was ist das Besondere am Radfahren, am Trainieren im Studio und was sind die Unterschiede eigentlich zwischen Spinning und Indoor-Cycling? Ja, Indoor-Cycling, Spinning meint dasselbe. Spinning war der ursprüngliche Begriff von dem Erfinder des Indoor-Cycling. Ist ein Markenname, ja, so wie man das von Taschentüchern auch kennt. Aber Indoor-Cycling ist der allgemeine Begriff und beides kann verwendet werden. Das Besondere an dem Indoor-Cycling-Bike ist dieser feste Tritt. Das heißt, man hat eine starre Verbindung zu dem Schwungrad. Dadurch hat man einen sehr, sehr runden Tritt. Der eine oder andere kennt das vielleicht vom Bahnrad oder vom Fixie. Das Zweite ist natürlich der Coach. Dadurch hat man immer jemanden, der einen betreut und man kann auch ein sehr effektives Programm abfahren. Madeleine, ist es nicht ein bisschen langweilig, so auf der Stelle zu trainieren? Nein, überhaupt nicht. Kim hat es schon angerissen. Wir haben immer einen Kursleiter, der die Stunde anleitet und wir bewegen uns in verschiedenen Herzfrequenzzonen, sodass wir von einem Grundlagentraining bis hoch in unsere Spitzen da eben alles abdecken. Und das Ganze ist sehr abwechslungsreich. Ja, klingt ein bisschen spannender als zu Hause im Keller auf dem Ergometer so sein Ding zu machen. Ja, das ist eher was für Fortgeschrittene, die auch wissen, was sie machen wollen, um wie das funktioniert, ein gutes Programm abzufahren. Das hier, so ein Indoor-Cycling-Kurs, ist wirklich für jedermann und das ist ganz einfach, da kann man einfach mitmachen. Madeleine, gibt es bei den Kursen unterschiedliche Leistungsklassen? Grundsätzlich ist es so, dass vom Anfänger bis zum Radprofi jeder bei mir im Indoor-Cycling-Kurs sitzen kann. Wir haben die Möglichkeit, hier über den Widerstandsregler uns die Schwierigkeit eben selbst einzustellen und das macht es möglich für jeden. Ja, Kim, einstellen bezieht sich wahrscheinlich nicht nur auf die Schwierigkeit, sondern grundsätzlich aufs ganze Fahrrad. Ja, bevor man loslegt, muss man natürlich irgendwie das Rad auf sich einstellen. Ansonsten kommt man ja vielleicht nicht an die Pedale oder man sitzt zu tief, man hat Schmerzen im Knie und man fängt immer mit der Sattelhöhe an. Das machst du wie, wenn ein Kunde zu dir kommt erstes Mal? Genau, eine grobe Faustregel ist, dass ich mich erstmal neben das Rad stelle und mich an meinem Hüftknochen orientiere. Und dann kann ich hier über die Arretierung arbeiten und mir den Sattel eben auf die entsprechende Höhe einstellen. Kim, wie ich dich kenne, weißt du bestimmt, wie es noch genauer geht, wenn man das wissen möchte? Ja gut, das ist ja auch in der Fittingbox zum Beispiel beschrieben. Man nimmt die Innenbeinlänge, die misst man dann aus, also vom Schritt bis zum Boden. Dann multipliziert man das mit dem sogenannten Hygi-Faktor, das ist ein statistischer Wert, und kriegt dann die Sattelhöhe heraus und kann dann hier die Sattelhöhe entsprechend abmessen. Wir haben das in der Fittingbox entsprechend beschrieben und auch in anderen Episoden. Genau, wir haben eine sehr schöne Episode zur Sattelhöhe, aber auch zum Beispiel zum Sattelnachsitz, heißt das ja in der Fachsprache. Genau, das heißt, wenn man jetzt hier bei diesem Indoor-Cycling-Bike kann man das sehr schön verstellen, ganz einfach den Hebel öffnen und den Sattel weiter vor oder zurück. Gerade wenn man jetzt sportlicher fahren möchte, wie beim Triathlon, kann man den Sattel nach vorne schieben. Wenn man weniger Gewicht auf den Armen haben möchte, schiebt man das einfach weiter nach hinten. Ich lasse es jetzt mal hier in so einer neutralen Stellung stehen und dann sind wir eigentlich erstmal mit dem Sattel fertig. Ja, Madeleine, magst du dich mal draufsetzen, mal schauen, ob es passt so für dich? Ja, von der Einstellung her wäre für uns entscheidend jetzt auch noch der Lenker. Dabei beginnen wir mit dem Abstand von Sattelspitze zum Lenker und nutzen da auch wieder eine kleine Faustregel, und zwar unseren Unterarm, und können dann hier auch wieder über die Arretierung uns den Lenker dementsprechend auf die richtige Höhe schieben. Okay, das war jetzt praktisch die Verstellung vorne, hinten und das gilt für die Höhe wahrscheinlich genauso, oder? Ja, man sieht jetzt, der Rücken steht bei Madeleine nicht ganz so weit nach vorne geneigt. Das ist ganz praktisch bei Leuten, die eher Rückenprobleme haben oder auch Nackenprobleme.
Das ist dann ein bisschen komfortabler. Sie ist natürlich jetzt sehr sportlich, da kann man den Lenker ruhig auf die Höhe vom Sattel stellen. Ich mache das gerade mal. Man sieht dann auch schon, das geht ganz einfach. Hier stellt man es runter ungefähr auf Sattelhöhe und jetzt sieht man, der Rücken ist weiter nach vorn gebeugt, sodass die Arbeitsmuskulatur auch noch effektiver arbeiten kann. Ja, Sattellenker, so auf der Ebene, glaube ich, sind wir soweit fertig. Passt. Gehen wir ein bisschen weiter runter zu den Füßen. Genau, wir haben bei den Pedalen auch eine kleine Besonderheit und zwar haben wir da zwei Möglichkeiten. Wir können einmal mit normalen Sportschuhen fahren, so wie ich das jetzt habe, und können hier über das Band die Festigkeit einstellen, dass es genauso fest wird wie bei einem Klickpedal. Klickpedal, das Stichwort. Einmal auf der anderen Seite des Pedals, wenn wir das rumdrehen, haben wir hier das entsprechende Klicksystem und so kann auch der Fortgeschrittene oder der Profi mit seinen eigenen Radschuhen die Indoor-Cycling-Stunde beschreiten. Madeleine, du trägst eine gepolsterte Radhose. Ist das grundsätzlich empfehlenswert fürs Indoor-Cycling? Empfehlenswert ist es auf der Ebene, dass es das Ganze natürlich etwas bequemer macht. Das Polster ist etwas dicker. Es ist aber für den Anfänger gar kein Problem, auch erstmal mit normaler Sportkleidung die Indoor-Cycling-Stunden zu beschreiten. Kim, was sagst du? Fahrrad perfekt eingestellt, Radhose mit Polster, Madeleine sitzt bequem. Jetzt Madeleine weiß, wie es geht, ich nicht so ganz so. Jetzt fange ich an zu trainieren. Worauf muss ich achten? Ja, dadurch, dass man in der Gruppe trainiert und der Coach alles vorgibt, ist es ganz einfach. Man folgt einfach den Anweisungen des Coaches. Meistens hat man so eine Warm-up-Phase, da macht man dann auch schon einige Übungen auf dem Indoor-Cycling-Bike und dann steigert sich langsam die Intensität und dann muss man so ein bisschen mit dem Rad dann entsprechend seinen Widerstand einstellen. So, und wenn ich merke, jetzt wird die Luft ein bisschen dünn, dann höre ich einfach auf zu treten? Oder? Kim hat es schon angesprochen, wir können uns die eigene Schwierigkeit über das Rädchen einstellen. Das bedeutet, wenn ich merke, die Wattzahl ist etwas zu schwer für mich, drehe ich einfach etwas ins Minus rein, um eben wieder leichter treten zu können. Ja, hört sich perfekt an. Wir haben als kleinen Service für euch hier bei uns in der Videobeschreibung zum Download dann eine kleine Karte, wo ihr eure Werte vom Lenker und vom Sattel eintragen könnt, ausdrucken, beim nächsten Mal mitbringen, beziehungsweise ihr macht einfach ein Foto mit dem Smartphone und schaut einfach drauf, damit ihr nicht jedes Mal wieder von vorne anfangt. Ja, vielen Dank euch beiden. Ich denke, jetzt steht einem echt ein guten Wintertraining, was auch noch Spaß macht, eigentlich nichts mehr im Wege mit diesen Tipps. Danke auch an euch, dass ihr heute dabei gewesen seid. Wenn ihr noch Fragen habt an Madeleine oder Kim, schreibt es auch gerne hier auf YouTube in die Kommentare oder schickt uns direkt eine E-Mail an info@bikeergonomics.com. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss und bleibt uns treu.